Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, ein Rettungsschirm in Krisenzeiten, darum geht es in diesem Video. Das ist das erste von einer Reihe von 3 Videos zum Thema Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld. In diesem ersten Video geht es allgemein darum, was ist Kurzarbeit, wie lange gibt es sie schon, wer hat Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wer beantragt das Kurzarbeitergeld, ein kleiner Ausflug in die Historie und noch so allgemeine Dinge. Im zweiten und dritten Video geht es dann zu den spezifischen Dingen. Heute erstmal nur der kleine Einführungskurs zum Thema Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, ein Rettungsschirm in Krisenzeiten. Bleiben Sie dran. Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, Rettungsschirm in Krisenzeiten, Teil 1. Darum geht es in diesem Video. Wir schauen uns kurz an, was eigentlich Kurzarbeit ist, seit wann es sie gibt, was ist Kurzarbeitergeld, wer beantragt es, für wen gilt es, wer hat keinen Anspruch und so weiter. Im Teil 2 und Teil 3 geht es dann noch weiterführend. Beginnen wir eigentlich mit dem Thema, was ist eigentlich Kurzarbeit? Kurzarbeit ist ein Ausfall, der auf wirtschaftliche Ursachen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht und vorübergehend ist. Ein unabwendbares Ereignis ist zum Beispiel wie jetzt bei Corona ein Brand oder auch Hochwasser. Seit wann gibt es eigentlich Kurzarbeit? Also der Ursprung für Kurzarbeit ist im Jahre 1910 zu finden. Das Kali-Gesetz vom 25. Mai 1910 ist quasi der erste Vorläufer des Kurzarbeitergeldes. In diesem Gesetz wurde der Kapazitätsabbau der Kali-Industrie verordnet. Die betroffenen Arbeiter erhielten eine Kurzarbeiterfürsorge, die vom Deutschen Reich bezahlt wurde. Kurzarbeiterfürsorge, ja, so hieß das damals. Mit der Verordnung über die Erwerbslosenunterstützung vom 16. Februar 1924 wurde die Kurzarbeiterunterstützung geschaffen. So hat sich dieses Modell immer weiterentwickelt und das Kurzarbeitergeld wurde unter dieser heutigen Bezeichnung dann zum 01.01.1957 in der Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Was ist Kurzarbeitergeld? Also Kurzarbeitergeld wird ja gezahlt, um Entlassungen kurzfristig zu verhindern und um Arbeitsplätze zu sichern. Es ist also eine wichtige Win-Win-Lösung. Arbeitslosigkeit bleibt bei dem Arbeitnehmer erspart und dem Arbeitgeber bleibt praktisch eingearbeitetes Personal erhalten. Leider sehen viele das nicht als Win-Win-Lösung und schimpfen mächtig aus steuerlichen Gründen auf das Kurzarbeitergeld. Aber darum geht es jetzt nicht. Seit 2016 ist die Kurzarbeit oder das Kurzarbeitergeld generell auf 12 Monate begrenzt. Wegen der Corona-Krise wurde allerdings das Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelung für Kurzarbeitergeld im März 2020 beschlossen. Danach soll das Kurzarbeitergeld längstens für 21 Monate statt bisher für 12 Monate gewährt werden und zwar maximal bis zum 31.12.2020. Wer beantragt das Kurzarbeitergeld? Also in der Regel beantragt der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld, der ist für die Anmeldung zuständig. In Ausnahmefällen kann aber auch der Betriebsrat, sofern einer vorhanden ist natürlich, zuständig sein. Der Betriebsrat hat nämlich bei der Einführung von Kurzarbeit ein Mitspracherecht. Für wen gilt die Kurzarbeit? Ja, die Kurzarbeit gilt im Prinzip für Betriebe aller Größenordnungen, also auch für einen Kleinstbetrieb mit nur einem Beschäftigten. Voraussetzung ist nur, dass eben der Arbeitsausfall auf wirtschaftlichen Ursachen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht und voraussichtlich vorübergehend ist. Das hatten wir oben schon mal erwähnt, und zwar ist das wie jetzt bei Corona der Fall, bei einem Brand oder auch bei Hochwasser. Wer hat keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld? Voraussetzung für Kurzarbeitergeld ist eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das bedeutet, dass es für Minijobber und Aushilfen kein Kurzarbeitergeld gibt. Aber gerade in der Corona-Krise werden Minijobber ja teilweise in größerem Umfang eingesetzt als ursprünglich vereinbart. Das hängt jetzt von der Branche allerdings ab. Und das kann wiederum zum Überschreiten der monatlichen
Verdienstgrenzen führen. Hier wurde aber eine Übergangszeit vom 1. März bis zum 31. Oktober 2020 gesondert geregelt. In dieser Übergangszeit ist nun sogar ein fünfmaliges Überschreiten der Verdienstgrenze möglich, ohne dass sich an der Geringfügigkeit des Jobs etwas ändert. Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld gibt es auch für übernommene Auszubildende. Tja, arbeitslos nach Ausbildungsabschluss, genauso kann es gerade in der heutigen aktuellen Krise vielen Ausbildungsabsolventen gehen. Und hier ist es ganz wichtig zu wissen, um dies zu vermeiden, sieht das SGB III, SGB heißt Sozialgesetzbuch, eine Regelung vor, die die Übernahme ausgelernter Arbeitskräfte durch den Ausbildungsbetrieb erleichtert. Ist nämlich im Betrieb Kurzarbeit angesagt, können die Betroffenen unmittelbar nach Ausbildungsende übernommen werden und sofort in Kurzarbeit gehen. Das ist natürlich für junge Fachkräfte besser, als auf der Straße zu stehen. Wer nochmal nachlesen möchte, ich habe hier unten Paragraph 98 Absatz 1 Nummer 1c SGB III Sozialgesetzbuch, also drittes Sozialgesetzbuch, da können Sie das nachlesen. Wie funktioniert das Konzept der Kurzarbeit? Nun, im Betrieb wird vereinbart, dass die Arbeitszeit reduziert und der Lohn entsprechend gesenkt wird. Dabei gibt es erstens Kurzarbeit 0, also eine vorübergehende Freistellung von der Arbeit, als auch zweitens die Vereinbarung von Teilzeit. In beiden Fällen wird der Gehaltsausfall durch Kurzarbeitergeld abgefedert. Sind die Betroffenen noch in Teilzeit tätig, bekommen sie Arbeitsentgelt aus der anteiligen Beschäftigung und eine Aufstockung durch Kurzarbeitergeld. Das ist dann quasi eine Art Kombilohn. Welche Regelungen zum Kurzarbeitergeld wurden nun neu beschlossen? Das schauen wir uns jetzt noch zum Schluss an. Die Verordnung über die Erleichterung der Kurzarbeit, kurz genannt Kurzarbeitergeldverordnung, enthält folgende neue Regelungen. Ich schiebe das mal hier ein bisschen hoch, könnt ihr es besser sehen. Also für den Anspruch auf Kurzarbeitergeld müssen nicht mehr mindestens 1/3 der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10% ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen sein. Es reicht nun schon für einen erheblichen Arbeitsausfall, wenn mindestens 10% der Beschäftigten eines Betriebes betroffen sind. Was hat sich noch geändert? Auf den Einsatz von negativen Arbeitsseiten zur Vermeidung von Kurzarbeit wurde nun vollständig verzichtet. Bislang wurde kein Kurzarbeitergeld gezahlt, wenn zum Beispiel in einer Betriebsvereinbarung festgelegt war, dass Arbeitnehmer Minusstunden auf Arbeitszeitkonten aufbauen konnten. Geregelt sein kann zum Beispiel, dass Arbeitnehmer bis zu 30 Stunden weniger arbeiten können und diese Minderarbeit in den kommenden Monaten wieder durch Mehrarbeit ausgleichen. Nun müssen solche Minusstunden nicht mehr zur Vermeidung von Kurzarbeit genutzt werden. Eine weitere Neuregelung betrifft die Arbeitgeber. Sie als Arbeitnehmer wird es wahrscheinlich nicht interessieren, aber ich trage es mal vor, der Vollständigkeit halber, und zwar, die Arbeitgeber bekommen die von ihnen ansonsten allein zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge, die auf das Kurzarbeitergeld ihrer Beschäftigten entfallen, nun vollständig von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. Ja, und der letzte Punkt ist, die Zahlung von Kurzarbeitergeld ist nun auch für Leiharbeiter möglich. Dazu wurde das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geändert und gilt bis 31.12.2020. Alle Neuregelungen gelten bereits rückwirkend zum 1. März 2020. Ja, und die Bundesregierung kann diese Neuregelungen allerdings nochmals per Verordnung bis zum 31.12.2021 verlängern. Das war jetzt erstmal das erste Video zum allgemeinen Thema Kurzarbeit, und im Teil 2 und 3 geht es weiter, unter anderem hier mit diesen Themen: Auswirkungen der Kurzarbeit auf die Rente, Entgelt in Teilzeitbeschäftigung, Arbeitslosengeld und Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld und Steuern. Das wird bestimmt spannend. Halten Sie also Ausschau nach Teil 2 und Teil 3 zum Thema Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, Rettungsschirm in Krisenzeiten.
Ich hoffe, diese Ausführungen zum Thema Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld haben Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich hier unten in den Kommentaren wissen, aber halten Sie Ausschau nach dem Teil 2 und Teil 3 zum Thema Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, ein Rettungsschirm in Krisenzeiten.